Hallo meine Lieben, Tag 11 meiner Weihnachtsgeschenkserie und heute zeige ich euch, wie ihr ein Lichtglas beschmücken könnt. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Damit ihr seht, was wir heute machen werden, das ist so ein Glas mit einem Spruch aus matter Vinylfolie drauf. Und innen drinne hat es eine Lichterkette, die oben am Deckel befestigt ist. Das hat auch einen On-Schalter. Und dann kann ich das wieder zumachen. Jetzt mache ich noch kurz das Licht aus, damit ihr den Effekt auch besser seht. Et voilà. So habt ihr ein kleines Lichtglas, was ihr selber gestaltet habt und das dann jemandem verschenken könnt. Und wie wir das Ganze machen, das gucken wir uns jetzt gleich an. Was ihr für dieses Projekt braucht, ist ein Plotter, die Standard-Schneidematte. Dann habe ich eine matte Vinylfolie, die ist echt super für solche Sachen. Dann die Übertragungsfolie von Cricut. Und dann habe ich ein Entgitterungstool, eine Schere, das Rakel. Und ich habe hier ein Glas mit einem Deckel und da rein habe ich auch schon ein Stück Backtrennpapier reingemacht und das an zwei Stellen einfach zusammengeklebt, so dass das sich schön entlang des Glases wölbt. Und dann braucht ihr irgendeine Form von Lichtmittel. Ich mag normalerweise so diese Lichterketten, aber dieses Element hier ist mir zu groß für dieses Projekt. Und da gibt es ansonsten auch so, die sind mit Batterien betrieben, so kleine Lichtchen, auch die gehen. Aber was ich heute verwenden werde, ist so eine Lichterkette und das sind Elemente, die eigentlich dafür gemacht sind, um die in so Flaschen reinzumachen. Also ihr würdet das alles reinstülpen und dann passt dieser Zapfen quasi wunderbar auf das Element drauf und hinten hat es einen On- und Off-Schalter. Warum verwende ich dieses hier? Weil ich das dann mit der Heißklebepistole wunderbar hier oben dran kleben kann und so das Element, also die Kette rein machen kann und dieses Element hier oben am Deckel klebt. Von dem her brauchen wir zusätzlich noch den Heißkleber, um das dann eben oben zu befestigen. Aber das ist eigentlich auch schon alles, was ihr braucht, bis auf den Design Space natürlich und damit starten wir jetzt auch gleich. Auf dem Cricut Design Space starte ich ein neues Projekt. Und da gebe ich als allererstes mal eine Form rein, damit ich mich daran orientieren kann, weil das ist meine Fläche, die ich auf dem Glas zur Verfügung habe. Und ich habe mir das angeguckt, das sind bei mir 9 cm in der Breite. Muss ich noch die Verbindung aufheben und 12 cm in der Höhe. Das ist so die Fläche, mit der ich arbeiten kann. Jetzt gebe ich hier den Text drauf, den ich haben will. Und zwar mache ich das in 4 Blöcken. Ich habe den ersten Text, der ist Do What. Dann ein Mix. Dann ein Your Soul. Und dann noch ein Shine. Das sind die Elemente, die ich haben will. Und zwar werden die ersten 3 Blöcke in einer Schriftart gemacht und das Shine dann in einer anderen. Und jetzt gucke ich mir an, was für eine Schriftart ich da gerne haben möchte. So, das ist das, was bei mir immer ein bisschen am längsten dauert, bis ich herausgefunden habe, welche Kombi an Schriften ich machen will, weil es soll das Wort, was für mich am wichtigsten ist bei diesem Spruch, ist Shine und das will ich, dass sich das vom Rest abhebt.
Und deshalb habe ich hier so eine Schönschrift genommen. Das ist eine Atocha. Dies ist eine, die ich in meinen Systemschriften drin habe. Die ist von Adobe. Aber da findet ihr sicher auch bei den Cricut-Schriften irgendetwas, was euch gefällt. Beim Shine, das ist eine Cricut-Schrift und zwar Mini Monograms Dots. Und jetzt muss ich natürlich das Ganze noch bearbeiten. Das heißt hier, diese Schrift, die muss ich erweitert, zerlegen in Buchstaben und die dann so zusammenbringen, dass das auch Sinn macht. Das heißt, ich markiere mir die ich verschieben will. Nicht ganz so viel, so in dem Stil. Und das Du hier vorne, das muss nicht zusammenhängen, aber jetzt markiere ich mir die alle wieder und verschweiße die. So habe ich ein Element. Und dasselbe muss ich dann auch mit dem Rest machen. Und wenn ich mit den Buchstaben gearbeitet habe oder den Wörtern und die zusammen verschweißt habe, dann kann ich mir mein Design so ein bisschen angucken. Ich will auf jeden Fall, dass die drei dieselbe Verteilung haben. Das heißt, der Abstand zwischen diesen dreien gleich ist. Der Rest passt eigentlich. Jetzt fehlt mir hier auf den Seiten fehlt mir noch ein bisschen was. Und da gehe ich jetzt in die Bilder und suche mir Star. Ich muss das noch ein bisschen mehr eingrenzen, weil nach was ich eigentlich suche, ist ein Shooting Star. Genau, sowas in dem Stil. Und ich nehme hier diesen und füge das Bild ein. Das ist natürlich zu groß, dann machen wir noch ein bisschen kleiner. Weil bei dem spielt es für mich auch nicht so eine Rolle, wenn das um die Flasche herum geht, also das passt so für mich. Jetzt kann ich das Ctrl-C, Ctrl-V und sage hier spiegeln und zwar horizontal spiegeln. Respektive ich kann es auch so machen, dass ich die beiden markiere und dann einfach sage vertikal zentrieren. Dann sind die auf derselben Höhe. Dann achte ich mir noch so ein bisschen drauf, dass die Abstände gleich sind. So, ich würde sagen, das passt. Dann kann ich den Hintergrund wieder wegmachen. Und das ist das Bild, was ich für die Flasche haben möchte. Und jetzt, damit das alles natürlich an der Stelle bleibt, wo es jetzt ist, muss ich das verbinden. Und so kann ich das mit Herstellen an den Plotter übergeben. Dann zeigt er mir, wo das auf der Matte platziert sein wird. Das passt, da gehe ich auf Weiter. Und dann wähle ich für mich hier, ich habe mir ein Material angelegt mit Vinyl Black Matte mit einem Druck von 125, das wähle ich aus. Und dann sagt er, ich will die Feinschnittklinge und die Matte laden. Dann bringe ich die Folie auf die Matte drauf. Das Fine Point Plate ist schon drin. Ich lade die Matte. Und wenn er blinkt, dann kann ich loslegen. Wenn er fertig ist, sagt er das euch auch und dann könnt ihr die Matte wieder rausnehmen. Jetzt seht ihr hier bei der Folie, dass es diese Punkte quasi schon abgelöst hat und das ist für das Design per se nicht so ein Problem, weil das sind die Elemente, die wir wegnehmen. Aber ich gucke mir jeweils einfach noch das Schneidemesser an, ob da jetzt Elemente drin sind, die da nicht sein sollten. Genau, das ist der Fall und die löse ich ganz kurz mit einem Papier ab. So, und jetzt ist das Ganze auch wieder sauber und ich kann das wieder reingeben. Jetzt habe ich noch ein zweites Element, das habe ich ganz vergessen, das hätte ich eigentlich im gleichen Schritt machen können. Und zwar, weil wir oben in das Glas rein dieses Ende von der Lichterkette
ankleben, will ich das hier abdecken, einfach mit einem Kreis. Und da gucke ich mir einfach, was soll der Durchmesser in etwa sein? Das sind 6,5 cm. Das heißt, ich schneide mir noch kurz einen Kreis aus, der 6,5 cm ist. What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Und dann kann ich das Ganze noch entgittern. 2 Punkte hierzu. A, macht sowas nicht, wenn ihr ungeduldig seid. Ne? Also das dauert schon ein bisschen, diese einzelnen Pünktchen rauszupulen. Das andere, ich habe das Schein nochmal ausgeplottet und das aus dem Grund, es kam einfach zu wenig zur Geltung. Es war zu klein. Ne? Hier, das hat einfach, das war definitiv zu klein zu diesem Spruch oben und deshalb habe ich es nochmal ausgeplottet und das diesmal größer. Manchmal sieht man halt einfach erst, wenn man es vor sich hat, wie es dann wirklich wirkt. Aber so können wir das jetzt auf das Glas übertragen. Der Punkt, der ist einfach, da brauchen wir noch nicht mal Übertragungsfolie. Maybe the birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. Dann haben wir hier oben den Punkt drauf. Und den Rest. Dafür brauchen wir jetzt noch die Übertragungsfolie. Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope. Fill my head with roses. I can't help but dream away. Standing on a field with you and flowers everywhere. Maybe there is a star with your name. Und wenn ihr das festgestrichen habt, dann könnt ihr die Folie schön flach abziehen. Das funktioniert jeweils am besten. So, genau. Und schon haben wir den Spruch auf dem Glas drauf. Und dann kann ich auch die Klebepistole an den Strom anschließen und die aufheizen lassen. Ich würde jeweils etwas drunter legen, einfach weil sobald die heiß ist, fängt es teilweise ein bisschen an runter zu tropfen und ihr wollt euch ja nicht den Arbeitsplatz versauen. Und wenn die dann aufgeheizt ist, dann könnt ihr hier oben auf diesen Deckel ordentlich von diesem Kleber drauf geben. Und den hier in den Deckel reinkleben. Und wenn ihr das dann abgekühlt habt lassen, dann können wir das quasi hier die Lichterkette ins Glas reingeben und die auch anmachen. Das Ganze ins Glas rein. Und jetzt mache ich noch kurz das Licht aus, damit ihr auch seht, wie das aussieht. Ist jetzt natürlich Tag und nicht so dunkel, aber ihr erkennt so ein bisschen, wie es aussieht. Ne? Wir haben oben schön das Element, innen drin am Deckel haften, sieht man dann auch nicht durch diese Abdeckung hier. Und unten haben wir schön unseren Schriftzug. Und die könnt ihr dann wunderbar irgendwo aufstellen.
Und das war eigentlich auch schon alles, was ich euch heute zeigen wollte. Ich hoffe, euch hat diese Idee gefallen und ihr habt Lust, es selber auch nachzubasteln. Die Materialien, die ich verwendet habe, die werde ich euch unten in die Links reinstellen. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich auch weiter. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, bleibt gesund. Bis bald.